Willkommen zu unserer Stadtführung in Hamburg. Hier stellen wir 6 der Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Wir beginnen unsere Tour in der Parkanlage Planten und Blumen. Mitten in Hamburg, angrenzend an den Stadtteil St. Pauli, das Messegelände und das Kongresszentrum, befindet sich diese schöne Parkanlage mit dem Namen Planten und Blumen. Auf einer Fläche von 45 Hektar laden farbenfrohe Blumenbeete und idyllische Plätze zum Verweilen ein. Ein durchdachtes Netz an Wegen führt Besucher zu den verschiedenen Attraktionen im Park. Ein besonderer Blickfang ist der japanische Garten mit urigem Teehaus. Ein idealer Ort zum Verweilen, die Seele baumeln zu lassen und die japanische Landschaftsarchitektur mit kunstvoll geschnittenen Bäumen zu bewundern. Der von allen Seiten zugängliche Park ist ganzjährig geöffnet und der Eintritt für die Besucher ist kostenlos. Es gibt hier im Park auch mehrere Seen und Gewässer, welche perfekt mit der Pflanzenwelt harmonieren. Auf dem hier zu sehenden Parksee finden von Mai bis September abends farbige Wasserlichtkonzerte statt. 2024 wurde Planten und Blumen als schönster Park Deutschlands ausgezeichnet. Die Basis dieser Auswertung waren Online-Bewertungen zu insgesamt knapp 2000 Parks. Die eindrucksvolle, große Sonnenuhr, erschaffen von Siegfried Prütz, ist eines der wenigen Relikte aus der Entstehungszeit des Teilbereichs Planten und Blumen anlässlich der Niederdeutschen Gartenschau. Seit dem Jahr 1986 trägt der gesamte Park bestehend aus den Teilbereichen Planten und Blumen, alter botanischer Garten, kleine Wallanlagen und große Wallanlagen offiziell den traditionsreichen Namen Planten und Blumen. Der Park versprüht zu jeder Jahreszeit seinen eigenen Charme. Besonders ist der Anblick natürlich vor allem dann, wenn die Pflanzen ihre prächtigen Blüten zeigen. Überall sind Bänke aufgestellt, um in die Schönheit der Natur einzutauchen und für einen Moment vom Alltagsstress abzuschalten. Die vielen Einflüsse seit der Entstehung der Parkanlage machen einen Parkbesuch zu einem abwechslungsreichen, lebendigen Abenteuer. Die Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli ist weit über die Grenzen von Hamburg hinaus bekannt. Sie ist nur knapp 1 Kilometer lang und trägt ihren Namen zu Ehren der Seil- und Taumacher, den sogenannten Rebschlägern, welche hier tätig waren. Eine entscheidende Voraussetzung für ihre damalige Arbeit waren lange Flächen, auf denen die bis zu 300 Meter langen Reepe oder Seile von Hand gefertigt wurden. Heute ist die Reeperbahn ein lebendiger Treffpunkt mit zahlreichen Kneipen, Pubs, Bars, Diskotheken, Cafés und diversen Geschäften. Hier findet man nahezu alles. Bei Tageslicht erscheint die Reeperbahn oftmals wie eine ganz normale Straße. In den Abendstunden zeigt sich der Kiez in einem ganz anderen Licht, wenn die Leuchtreklamen eingeschaltet sind. Es sind die Aufnahmen, welche das Vergnügungsviertel auszeichnen und wofür es bekannt ist. Schon von weitem leuchten die Lichter, die Musik dringt in die Ohren und ein geschäftiges Murmeln erfüllt die Straßen. Die Reeperbahn ist Zentrum für Live-Musik und einzigartige Feierkultur, die von pulsierenden Nachtclubs über mitreißende Shows bis hin zu farbenfrohen Musicals reicht. Die Musiker Udo Lindenberg und Jan Delay besingen die Reeperbahn in ihrem gleichnamigen Song als »Geile Meile«. Die historische Davidwache im Stadtteil St. Pauli ist vermutlich das bekannteste Polizeikommissariat in Hamburg und liegt direkt neben dem St. Pauli-Theater. Musical-Fans können sich im Operettenhaus auf unvergessliche Vorstellungen freuen. Im Panoptikum werden historische Persönlichkeiten und internationale Berühmtheiten sowie lokale Stars in Wachs ausgestellt. Nacht für Nacht strömen tausende Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und mit den verschiedensten Musikgeschmäckern auf die Reeperbahn. Auch Europas größtes erotisches Kaufhaus, die Boutique Bizarre, befindet sich auf der Reeperbahn und hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Die Landungsbrücken im Hamburger Kiez St. Pauli sind ein wichtiger, symbolträchtiger Teil der hanseatischen Stadtgeschichte. Die schwimmende Anlegestelle an der Elbe weist eine Länge von rund 700 Metern auf. Die ersten Pontons entstanden im Jahr 1839. Zwischen 1907 und 1909 wurde die Anlage neu errichtet und erheblich erweitert. Nach der Beschädigung im Zweiten Weltkrieg erfolgte der Wiederaufbau Mitte der 1950er Jahre. Der Pegelturm markiert den östlichen Abschluss der Landungsbrücken in Hamburg. Auf der Elbseite des Turms wird der aktuelle Wasserstand angezeigt. Gleichzeitig dient er als Uhr- und Glockenturm.
Der denkmalgeschützte Gebäudekomplex an der Uferpromenade war ehemals die Anlegestelle für Dampfschiffe. Auch heute ist er immer noch ein Verkehrsknotenpunkt. Von dort aus starten die meisten Hafenrundfahrten. Auch die Shuttles zum Musical König der Löwen auf der gegenüberliegenden Elbseite legen von hier aus ab. Außerdem machen S- und U-Bahn in der gleichnamigen Station Halt. Zwischen Brücke 4 und 5 befindet sich eine Touristeninformation. Hier ist es unter anderem möglich, Informationen zu erhalten oder Musicalkarten und Tickets für Hafenrundfahrten zu erwerben. Der alte Elbtunnel, der 1911 eröffnet wurde, verbindet die Landungsbrücken mit dem Hafengebiet in Steinwerder. Fußgänger und Radfahrer können den Tunnel rund um die Uhr kostenfrei nutzen. Die beiden Wahrzeichen, alter Elbtunnel und Landungsbrücken, lassen sich aufgrund der Nähe gut kombinieren. Die evangelische Hauptkirche St. Michaelis, liebevoll auch als Michel bezeichnet, ist ein wichtiges Wahrzeichen von Hamburg. Der 132 Meter hohe Kirchturm mit seiner Kupferhaube ist weithin in der Stadt zu sehen. Die Turmuhr weist einen Durchmesser von 8 Metern auf und ist damit die größte in Deutschland. Die Hauptkirche St. Michaelis wurde zwischen 1647 und 1912 dreimal erbaut, da sie infolge von Feuer zweimal vollständig zerstört wurde. Der Altar ist 20 Meter hoch und wurde 1910 aus edlem Marmor gefertigt. An 3 Stellen sind bedeutende Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt. Im Mittelpunkt steht das Bild des Auferstandenen, welches aus kleinen Glasmosaiksteinen zusammengesetzt wurde. Der Taufstein zeigt 3 kleine Engel, welche auf ihren Händen das Taufbecken tragen. Die große Orgel auf der Westempore ist ein Neubau von 1962. Sie hat 5 Manuale, Pedal, 86 Register und knapp 6700 Pfeifen. Der Kirchenraum misst 52 Meter in der Länge, 44 Meter in der Breite und erreicht eine Höhe von 27 Metern. Hierin finden über 2000 Menschen Platz. Über 1 Million Gäste besuchen jährlich die Kirche St. Michaelis. In 82 Metern Höhe auf dem Turm befindet sich eine Aussichtsplattform. Hier nach oben gelangt man über 452 Stufen. Alternativ steht ab dem 1. Stock auch ein Aufzug zur Verfügung. Von hier oben genießt man einen atemberaubenden Blick auf die Elbe und ganz Hamburg. Viele sagen, dies sei der schönste Ausblick über die Stadt. Auch Kinder werden von der Aussicht begeistert sein, da sich von hier aus Kreuzfahrtschiffe, riesige Containerschiffe und die historischen Segelschiffe im Hafen bestaunen lassen. Die Elbphilharmonie ist ein schönes Beispiel für die Verbindung von Tradition und Moderne, mitten im Hamburger Hafen. Mit ihrer Kombination aus roten Backsteinmauern und dem filigranen Glasbau verkörpert die Elbphilharmonie diese Symbiose. Die Unterkonstruktion des Konzerthauses bildet der historische Kaiserspeicher A, der sich auf außergewöhnliche Weise mit moderner Baukunst verbindet. Die Glasfassade lässt das insgesamt 110 Meter hohe Bauwerk wie einen riesigen Kristall erscheinen. Die teils gekrümmten und eingeschnittenen Glaspaneelen reflektieren Himmel, Wasser und Stadt und schaffen so eine einzigartige Verbindung zur Umgebung. Der große Saal bietet Platz für bis zu 2100 Personen. Die Anordnung der Sitzmöglichkeiten wurde hier nach dem Weinberg-Konzept terrassenförmig vorgenommen. Neben dem Konzertbereich gibt es im Gebäude auch 45 Wohnungen und 244 Hotelzimmer sowie insgesamt 520 Parkplätze. Ebenfalls sind im Gebäude gastronomische Einrichtungen zu finden. Hervorzuheben ist bei der Elbphilharmonie auch die Plaza, eine frei zugängliche Aussichtsplattform. Auf 37 Metern Höhe zwischen dem alten Kaiserspeicher und der Glasfassade gelegen, hat sich diese zu einem beliebten Treffpunkt in der Hansestadt entwickelt. Von dort oben eröffnet sich ein faszinierender Blick auf den Hafen sowie ein spektakuläres 360-Grad-Panorama über die gesamte Stadt. Schon 2 Jahre nach ihrer Eröffnung im Januar 2017 überschritt die Elbphilharmonie bei der Plaza die Marke von 10 Millionen Besuchern. Auch bereits der Weg zur Plaza ist ein Erlebnis und führt über die Tube, die längste Rolltreppe Westeuropas. Ganz gleich, ob bei einem Spaziergang durch die Hafen City oder einer Hafenrundfahrt, das Konzerthaus bietet immer einen imposanten Anblick.
Gleich zu Beginn sieht man das Wasserschloss auf einer Halbinsel. Es stellt das beliebteste Fotomotiv der Speicherstadt dar. Heutzutage wird das Gebäude als Teekontor mit Gastronomie genutzt. Insgesamt ist die historische Hamburger Speicherstadt mit rund 26 Hektar der größte zusammenhängende Lagerhauskomplex der Welt. Die Gebäude der Speicherstadt haben Türmchen, ausladende Erker, eindrucksvolle Schmuckziegel und aus Sandstein gefertigte Ornamente, die typisch für den Baustil der Neugotik sind. An den Backsteinfassaden lassen sich besondere Akzente entdecken, die durch Formsteine und hellere Backsteine erzeugt werden. Über die Kanäle der Speicherstadt spannen sich zahlreiche Brücken mit einem außergewöhnlichen Blick auf die Gebäudearchitektur. Die Gebäude selbst stehen im Wasser und wurden zwischen 1883 und Ende der 1920er Jahre auf Eichenpfählen errichtet. Auch außerhalb der historischen Lagerhäuser gibt es viel zu entdecken. In den langen Kanälen zwischen den Gebäudereihen verkehren Barkassen. Die Gebäude der Speicherstadt bieten heute zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, darunter das Miniatur-Wunderland, das Besucher jeden Alters begeistert, und das Speicherstadtmuseum, das spannende Einblicke in die Geschichte vermittelt, ideal als Startpunkt für eine eigene Erkundungstour. Zusammen mit dem benachbarten Kontorhausviertel wurde die Speicherstadt im Jahr 2015 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.